Hallihallo Leute, ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen Tag und es gibt doch nichts Besseres, als ihn mit einem YouTube-Video ausklingen zu lassen. Und ich werde heute diese beiden winzig kleinen Tuben miteinander vergleichen. Und zwar ist das die Alpine Sonnencreme von Pediprotect. Und falls ihr mir schon länger folgt, wisst ihr vielleicht, dass ich diese Sonnencreme großartig finde, vor allem für trockene Haut. Mal davon abgesehen, dass es sie auch in der Drogerie zu kaufen gibt, sie toll formuliert ist. Aber das Einzige, was mich immer gestört hat, ist die etwas penetrante Parfümierung, die zwar ohne deklarationspflichtige Duftstoffe ausgekommen ist, aber dennoch mochte ich sie einfach nicht sonderlich gern und ich habe Pediprotect in jedem meiner Videos angefleht, diese Parfümierung rauszunehmen und das haben sie endlich vollbracht. Es gibt ein neues Produkt, also eine neue Alpine Sonnencreme. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche das ist. Ich glaube, diese hier in der Tube. Und die kommt ohne jegliche Beduftung aus, was ich erstmal großartig finde. Deshalb habe ich mir diese neue Tube bestellt und musste aber auch gleichzeitig feststellen, dass sich die komplette Rezeptur und auch das Verhalten der Sonnencreme verändert hat im Vergleich zur alten Version. Auch die Formulierung ist eine andere. Darauf werde ich dann in einem späteren Teil meines Videos nochmal näher eingehen. Aber als allererstes würde ich beide Sonnencremes mal auftragen, damit ihr das einfach im direkten Vergleich sehen könnt, wie unterschiedlich sie schon auf der Haut wirken. Ich würde auf diese Seite meines Gesichts die neue Version der Alpine Sonnencreme von Pediprotect auftragen und dementsprechend auf die andere Seite dann die alte Version. Ich habe mir bereits 0,5 Gramm der neuen Formulierung abgewogen. Das hat auch einen Grund, warum ich 0,5 Gramm verwende. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann solltet ihr unbedingt bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da habe ich auch so eine kleine Übersicht gemacht, wie viel Gramm man eigentlich fürs Gesicht und andere Körperstellen benötigt. Denn unsere Sonnenschutzmittel innerhalb der EU werden nach einer standardisierten Methode getestet und in dieser Methode werden 2 Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Haut aufgetragen. Das heißt, man muss auch diese Menge auf seine Haut auftragen, um den auf der Verpackung angegebenen Schutz zu erreichen. Deshalb hier 0,5 Gramm, weil man fürs komplette Gesicht 1 Gramm benötigt. Und ich trage das jetzt einfach mal auf. Was mir natürlich sofort positiv auffällt, keine Parfümierung. Es hat schon einen leichten Eigengeruch, der etwas kräuterig, holzig anmutet, aber überhaupt nicht penetrant und irgendwie unangenehm. Da fand ich das eher bei der alten Formulierung relativ unangenehm aufgrund der sehr starken Beduftung. Ich habe das auch natürlich sofort im direkten Vergleich, weil ich die alte Formulierung der Sonnencreme kenne und sie eigentlich auch sehr mochte, mal abgesehen von dem Duft. Aber was so das Hautgefühl und das Finish anging, war ich ein großer Fan davon, weil ich mit meiner sehr trockenen Haut, vor allem im Winter, wunderbar damit zurechtgekommen bin. Und hier bei der neuen Formulierung merke ich schon, dass die Rezeptur deutlich wässriger ist, ein kleines bisschen leichter, aber auch gleichzeitig einen spürbaren Film auf der Haut bildet. Nichtsdestotrotz könnt ihr ganz gut erkennen, dass ich die entsprechende Menge ohne Probleme auftragen konnte. Es rollt sich auch nichts ab. Alles fühlt sich relativ angenehm an, außer eben diesem leicht spürbaren Film. Und jetzt würde ich noch die alte Version auf die andere Hälfte auftragen. Und dann trage ich mal 0,5 Gramm der alten Rezeptur auf. Wie ihr sehen könnt, sieht die deutlich pastiger aus im Vergleich zu der neuen Formulierung und die riecht natürlich auch sehr penetrant nach der Parfümierung, die hier enthalten ist. Ich würde sie als relativ blumig, fruchtig beschreiben. Ich denke, ihr könnt ja auch ganz gut sehen, dass die sich vom Auftrag her auch total anders verhält. Man muss schon gut einarbeiten und braucht ein bisschen mehr Schmackes, um sie zu verteilen, weil sie einfach so einen Ticken pastiger und gleichzeitig eben auch fettiger ist.
Aber das ist natürlich auch den unterschiedlichen Formulierungen geschuldet, dass sich beide Produkte einfach so unterschiedlich verhalten. Auf die Inhaltsstoffe werde ich dann nochmal eingehen, damit ihr das auch sehen könnt, dass beide sich wirklich unterscheiden und dass das jetzt auch keine Einbildung ist, was das Hautgefühl und die Performance dieser Sonnencremes betrifft. Das heißt, ihr müsst euch auch dessen bewusst sein, wenn ihr euch die neue Alpine Sonnencreme von Pediprotect kauft, dass ihr jetzt nicht die alte Version nur ohne Duft bekommt, sondern ihr kriegt hier eine komplett andere Rezeptur. Wenn ich mir jetzt beide Seiten genauer im Spiegel anschaue und auch meinen Kopf so ein bisschen im Licht hin und her bewege, dann finde ich schon, dass die Seite, wo ich die alte Formulierung aufgetragen habe, ein bisschen schwarziger und auch öliger aussieht im Vergleich zu der anderen Seite. Auch das Hautgefühl ist ein gänzlich anderes. Die Seite mit der alten Formulierung fühlt sich deutlich gepflegter an, so als wären da einfach viele rückfettende Bestandteile auf der Haut drauf. Die andere Seite hingegen ist das komplette Gegenteil. Sie fühlt sich deutlich weniger gepflegt an, aber hinterlässt so einen leichten, beweglichen Film auf der Haut, den man auch bei der Bewegung spürt. Also ich zumindest spüre, wie der Film sich hin und her bewegt. Und das beides so miteinander direkt verglichen ist schon ein krasser Unterschied meiner Meinung nach. Ich werde euch auch gleich erklären, woran das liegt und wie sich die Inhaltsstoffe verändert haben. In der Zwischenzeit mache ich dann auch mein Make-up fertig und zeige euch, wie beide Sonnencremes unter Make-up aussehen. Und da bin ich wieder mit meinem fertigen Make-up. Ich habe mich heute so ein bisschen mehr auf den Ton konzentriert, damit wir nicht allzu sehr von irgendwelchen krassen Augen-Make-ups abgelenkt werden. Alle Produkte, die ich heute drauf habe, packe ich euch unten in die Infobox. Wenn ich mir mein Make-up von weitem ansehe, dann bin ich wirklich sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Es sieht wunderbar glowy und gepflegt aus, also für mich persönlich einfach perfekt, weil ich eine trockene Haut habe. Gehe ich ein kleines bisschen näher ran, dann kann ich schon einen Unterschied zwischen der alten Sonnencreme-Formulierung und der neuen Sonnencreme-Formulierung wahrnehmen. Die Seite, wo ich die alte Formulierung drauf habe, sieht meiner Meinung nach einfach deutlich gleichmäßiger aus und hier hat sich auch das Blush und der Bronzer sehr viel einfacher verteilen lassen und hat sich eben auch schöner mit der Haut verbunden und besser einarbeiten lassen. Auf der anderen Seite hingegen war es so ein bisschen schwieriger. Hier haben sich die darüber aufgetragenen Produkte so ein bisschen bremsiger verhalten und ich kann auch sehen, dass hier vermehrt trockene Stellen betont werden. Also das sind meiner Meinung nach einfach auch die Unterschiede, was diese Sonnencremes betrifft, wenn man sie unter Make-up benutzt. Und was mir beim Auftragen des Make-ups noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Sonnencreme mit der neuen Rezeptur ganz leicht krümelt. Das heißt, wenn ich versucht habe, die Foundation auf diese Seite hier aufzutragen, hat sie sich so ein bisschen zusammengeballt und ist mein Gesicht runtergerieselt, aber definitiv nicht in dem Ausmaß, wie ich es von anderen Sonnencremes kenne. Für mich persönlich ist das noch tragbar, aber das müsst ihr selbstverständlich selbst wissen und selbst ausprobieren, ob das bei euch auch der Fall ist. Was natürlich extrem interessant ist, sind die Inhaltsstoffe und inwiefern sich beide Formulierungen unterscheiden. Ich kann euch auf jeden Fall beruhigen, was die UV-Filter angeht. Bei der neuen Formulierung sind genau die gleichen UV-Filter enthalten wie in der alten. Und da habe ich euch ja bereits gesagt, dass hier die UV-Filter-Kombi wirklich großartig ist und sehr modern gewählt und dass es eben auch sehr gut verträgliche UV-Filter sind, die hier verwendet werden. Und hier sind auch keine anorganischen UV-Filter wie Titandioxid und Zinkoxid enthalten, wodurch es nicht zu diesem typischen weißen Schleier auf der Haut kommt. Also für alle, die eine stärker pigmentierte Haut haben, ist das definitiv von Vorteil. Aber das war ja auch, wie gesagt, in der alten Formulierung nicht drin und ist dementsprechend auch nicht in der neuen enthalten. Dann wurde selbstverständlich auch die Parfümierung in der neuen Sonnencreme entfernt, was ich persönlich großartig finde. Ich empfinde den Eigengeruch der neuen Formulierung auch jetzt nicht als sonderlich unangenehm. Da war mir persönlich die alte Formulierung vom Duft viel zu penetrant. Was sich aber meiner Meinung nach bei der Sonnencreme grundlegend verändert hat, ist der Wasseranteil und der Ölanteil innerhalb der Formulierung. Bei beiden Sonnencremes handelt es sich natürlich um Emulsionen. Das heißt, man hat eine fettliebende Phase, also
einen fettliebenden Teil und einen wasserliebenden Teil und die kann man selbstverständlich normalerweise nicht vermischen. Hierfür kommen dann Emulgatoren zum Einsatz, die als Vermittler dienen und sozusagen Brücken bauen, damit sich diese beiden Phasen vereinigen können. Und es ist einfach auch so, dass bei der alten Formulierung ein Wasser-Öl-Emulgator zum Einsatz gekommen ist. Das heißt, dieser wird hauptsächlich für Formulierungen verwendet, die einen höheren Ölanteil besitzen. Bei der neuen Formulierung hingegen sind Emulgatoren enthalten, die eher genutzt werden für Emulsionen mit einem höheren Wasseranteil. Und ich finde auch, dass man das auf der Haut merkt. Man merkt das beim Auftrag, man merkt das eben auch im kompletten Verhalten beider Produkte. Die alte Formulierung ist deutlich reichhaltiger, rückfettender und pflegender auf der Haut, auch so ein bisschen schwerer natürlich im Vergleich zu der neuen Formulierung, die sich einfach deutlich wässriger und leichter auf der Haut anfühlt und nicht dieses starke Pflegegefühl gibt im Vergleich zu der alten Version. Das kann natürlich unterschiedlichste Gründe haben, warum man sich dafür entschieden hat, das grundlegend zu verändern, wie zum Beispiel Rohstoffknappheit, Preiserhöhungen, aber auch Kundenfeedback. Denn wenn die Kundschaft sich immer wieder beschwert, dass die alte Formulierung zu schwartig oder zu pflegend auf der Haut ist, dann kann ich durchaus nachvollziehen, dass Pediprotect hier einen anderen Weg eingeschlagen hat. Mir persönlich hat die alte Formulierung ein kleines bisschen besser gefallen, vor allem mit meiner sehr trockenen Haut. Und ich hätte mir auch tatsächlich gewünscht, wenn man die übernommen und das Parfüm einfach weggelassen hätte. Aber man kann nicht alles haben und vieles hat ja auch mit persönlichen Präferenzen zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die die alte Formulierung nicht mochten, die neue jetzt feiern und andersherum. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr die neue Formulierung bereits getestet habt und sie mit der alten verglichen habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten hoffe ich sehr, dass das Video ein kleines bisschen hilfreich war. Ich würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und über ein Abo, wenn ihr euch für Skincare interessiert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.